Ich habe vor einiger Zeit mal eine Variante der Lufthansa Airport Express Modelle geschenkt bekommen und das habe ich zum Anlass genommen, mal die verschiedenen Varianten, die Märklin von dieser Lufthansa Airport Express Reihe in den letzten Jahrzehnten herausgebracht hat, zusammenzutragen und was ich da alles gefunden habe, das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. In 1983 hat Märklin die 2856 auf den Markt gebracht. Inhalt eine elektrische Lokomotive der Baureihe 111, ein Nahverkehrswagen erste und zweite Klasse Wagen, zwei Nahverkehrswagen zweite Klasse. Lokomotive und sämtliche Wagen in Sonderausführung, einzeln nicht erhältlich. Im Originalverkehr dieser Zug zwischen Ludwigshafen und dem Frankfurter Flughafen und das wohl dreimal täglich. In 1991 bringt Märklin dann das nächste Modell auf den Markt. Diesmal auch wieder eine Baureihe 111 mit 3 Schnellzugwagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Leider habe ich keinerlei Beschreibung im Katalog gefunden. Das Ganze ist wohl ein MHI Märklin Händlerinitiative Modell und da habe ich leider keine weiteren Unterlagen. Aber unter der 2667 hat Märklin die digitale Variante herausgebracht und ich selbst habe die 2867 und das ist dann die analoge Version. In meiner Packung ist dann wohl ein Original-Begleitprospekt des Zuges beigelegt, wenn ich das richtig deute. Hier ist dann noch die Streckenbeschreibung ausgedruckt und der Zug wurde eingesetzt zwischen Frankfurt und Stuttgart und hier haben wir die technischen Daten vom Original lokbetriebener Schnellzug mit 3 Wagen, Lokomotive Baureihe 111, Wagen der Baureihe AVMZ 207 nach Bemalung in Lufthansa-Farben, AFMZ 206, je Wagen 7 Abteile, davon 5 Nichtraucherabteile und 2 Raucherabteile, Plätze insgesamt 120, Höchstgeschwindigkeit 160 und die Gesamtlänge der vierteiligen Einheit 96 Meter. Mein Zug fuhr dann allerdings hier am Anfang nicht und nachdem ich das Gehäuse der Lokomotive dann geöffnet habe, kann man sehen, dass hier nachträglich vom Vorbesitzer wohl ein alter Digitaldecoder relativ unprofessionell eingebaut wurde und nachdem ich die DIP-Schalter alle wieder auf analog gestellt hatte, fährt dieser Zug jetzt ironischerweise die analoge Variante nachträglich in digital umgebaut, jetzt auch wieder nur analog. Ich habe den Zug von einem sehr lieben Freund geschenkt bekommen. Ich selbst hätte ihn mir so jetzt erstmal wahrscheinlich gar nicht gekauft. Auch aufgrund der ca. 27 cm langen Kunststoffwagen, die mir auf meinen relativ engen M-Gleisradien dann doch immer schon ein bisschen zu lang vorkommen. Bin da eher der Fan von den 24 cm Blechwagen. Aber nachdem der Zug hier ist und in dieser einheitlichen Farbgebung und auch gerade diese 27 cm langen Wagen, die eng gekuppelt sind, bin ich von der Detaillierung und von dem Fahrverhalten eigentlich mittlerweile sehr angetan. Die Wagen sind mit Inneneinrichtung versehen und wenn man bedenkt, dass der Zug ja aus 1991 mittlerweile auch über 30 Jahre alt ist, bin ich mittlerweile von der Ausführung hier ganz begeistert. In 1992/93 nahm Märklin dann unter der 2868 analog bzw. die 2668 digitalen Variante dann die nächste Ausführung mit einer Baureihe 103 in das Sortiment auf. Dieser Zug wurde im Original dann wieder zwischen Stuttgart und Frankfurt eingesetzt und bestand dann aus einer Baureihe 103, 2 Großraumwagen und einem Abteilwagen. Dann bringt Märklin mit großem Abstand erst wieder in 2015 unter der Nummer 26671 das nächste Modell auf den Markt, diesmal wieder eine Baureihe 111. Dieser Zug wurde im Original auch wieder zwischen Frankfurt und Stuttgart eingesetzt und vom Märklin-Modell jetzt laut Märklin hier die Highlights. Die Baureihe 111 mit Hub- und Senkantrieb für beide Dachstromabnehmer, jeweils digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung, MFX-Decoder, stromführende Kupplung, Lokführer, Neukonstruktion der Reisezugwagen, Eurofima und Wagen mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung über die Lok digital schaltbar, stromführende Kupplung und ein Wagen mit Zugschlusslicht. Dann auch in 2015 bringt Märklin unter der 37779 den Elektroschnelltriebwagen 403 in der Lufthansa Express Variante heraus.
Und als Highlights dieser vierteiligen Einheit hier laut Märklin eine schwere Metallausführung, vorbildgerechte Formanpassungen, 2 Hochleistungsantriebe mit Schwungmasse im Großraum-Mittelwagen, mit MFX-Decodern, umfangreichen Betriebsgeräusch- und Lichtfunktionen, serienmäßig eingebaute Führerstandsbeleuchtung, serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung und Tischbeleuchtung mit LED, Bahnhofsansage und Begrüßung der Stewardess in unterschiedlichen Zuglaufreihenfolge abrufbar. Und laut der Beschreibung ist als einziger kleiner Wermutstropfen für mich hier, dass die Pantographen nur mechanisch und nicht elektrisch funktionsfähig sind, sodass der Zug also nicht über die Oberleitung betrieben werden kann. Und nach heutigem Stand erstmal als letztes Modell in 2016 bringt Märklin unter der 26680 wieder eine Variante mit einer Baureihe 103 als Zuglokomotive. Das Original wurde wieder eingesetzt zwischen Frankfurt und Stuttgart mit einem Abteilwagen und 2 Großraumwagen. Und wieder die von Märklin hervorgehobenen Highlights, die 103 erstmals mit über 16 Funktionen, stromführende Kupplung, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung, MFX-Decoder, Lokführer, teilweise Neukonstruktion der Wagen, dann AVMZ und BPMZ in druckertüchtiger Ausführung, was immer das auch heißen mag. Reisezugwagen mit SIG-Übergängen, alle Wagen mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung über die Lok digital schaltbar, stromführende Kupplung und ein Wagen mit Zugschlusslicht. Dann habe ich noch gefunden ein Personenwagenset Airport Express, bestehend aus 3 Nahverkehrswagen der Deutschen Bundesbahn, den alten Silberling, 2 Wagen 2. Klasse und ein Wagen 1. und 2. Klasse und stammt wohl aus 2021. Die Wagen in diesem Set sind serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. Der 2. Klasse Wagen hat vorbildgerecht ein Steildach und ein Wagen ist mit eingebauter Zugschlussbeleuchtung ausgestattet. Und Märklin empfiehlt als Zuglokomotive die 37108, eine Baureihe 110.1, um den ganzen Zug zu komplettieren. Und das waren dann alle Modelle, die ich jetzt erstmal hier zusammentragen konnte, was den Märklin Airport Express angeht, was da seit 1983 sozusagen von Märklin produziert wurde. Wenn ich irgendwas übersehen habe, irgendwelche Sondermodelle, die jetzt in den normalen Katalogen nicht aufgeführt werden oder ähnliches, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn jemand weiß, was eine druckertüchtige Ausführung bei Personenwagen ist, beziehungsweise was Märklin damit meint, dann würde mich das auch interessieren. Dann packt es mir in die Kommentare, ich trage das dann gerne nach. Das war es dann erstmal wieder von mir. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis bald.